Vielleicht noch das Quäntchen Glück mehr. Ja, eben. Frau Uhr, Ja. herzliche Grüße nach Düsseldorf. Danke. Schönes Ein Wochenende. wunderschönes Wochenende. Danke Ihnen auch. Alles Gute. Ja, Tschüss nach wiederhören. Düsseldorf-Benwald. Tschüss. Frau Operdeck, Ja, jetzt noch mal sowas. ich werde es probieren. Also uns hat's Schaffen. gut getan. Da kommen wir schon fast ins Schwitzen. Mein Herz klopft bis hinauf. Bis nauf. Bis Zum nauf. Hals auf, ja. Was kann man denn machen? Gibt es da irgendwie so eine Ferndiagnose? Genau Haben die da müssen wir medizinisch uns was ausgebildete einfallen lassen. Mitarbeiter Suggestion hier? oder so für... Suggestion. Ja. Suggestion. Also ich suggeriere Ihnen jetzt ein, dass Sie ganz ruhig sind, Frau Operdeck. Das wäre gleich Lassen Sie sich fallen. Nee, lassen Sie, Moment. Dann fällt Ihnen womöglich der Telefonhörer aus der Hand. Das wollen wir nicht. Und außerdem können Sie sich wehtun. Wäre auch nicht günstig. Frau Operdeck, einfach nochmal wie eben. eben, ich probiere es. Ja, doch, nichts leichter als das. Also, Okay. ganz viel Glück. So, jetzt halten wir ganz fest die Daumen. Ich lege sogar die Zitrone aus der Hand. Ja, das wäre toll. Obwohl ich einmal erhaltene Preise nicht so gern wieder abgebe. Ja. Frau Operdeck, Ja? viel Glück. Danke schön. Rita, viel Glück. Ja, ich danke Ich wünsche dir. dir eine glückliche Hand. Und nun Jülditz. Attention, please. Kommando. Verrückt. 3, 2, 1, los. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Oh nein. Ja. Ist das okay? Das ist natürlich Frau jetzt Operdeck sang enttäuschend. das Lied der Verzweiflung bei 36,8 Sekunden. Das ist aber schade. Das ist schade. Womöglich wäre er durchgekommen, aber eben nur womöglich. Wer weiß das schon so genau? Frau Operdeck, was nu? Ja, können wir nichts machen. Ist ja aber ungerecht ist das ja schon. Ja, das war die Scheißung. Aber können wir nichts machen. Ich finde sie herrlich. Obwohl wir uns noch nicht lange kennen. Aber wenn man so viel Humor hat und diese kleine Schlappe so toll tragen kann Ja, wie sie, bleibt da noch nichts anderes übrig. genau, das meine ich. sehr stark. Irgendwann ziehen wir wieder das U. Dann Ja. sollten Sie es wieder versuchen. Jawohl, das mache ich. Ja, Frau Oberdeck, ganz Ein liebe schönes Grüße nach Wochenende. Penzberg zwischen München und Garmisch-Partenkirchen. Jawohl. Alles tschüss. Gute. Tschüss, Tschüss, servus. danke. Uiuiuiui. So, Du hast aber heute Was einen du? großen Clown gefrühstückt, ne? ich habe einen großen Clown gefrühstückt. Hast du mir gestern schon mal vorgeworfen? Ja, aber heute ist er Ein- noch größer als gestern. Ein der von Clown. Los Ginos. Ja. Ach was, ja? Ja, deswegen sehen wir jetzt nur noch 2 beim nächsten Fitnesstipp. Ja, jetzt geht's Und mal in gucken, eine Bewegung. Streckübung. Ja. Fit mit das 1, bitte Mats ab. Verschluck dich nicht. Guten Morgen mit Sat 1. Noch einen sehr schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Kinder. Herzlich willkommen in unsere kleine Frühgymnastik. Und bevor wir jetzt anfangen, machen wir gleich die erste Übung. Im Metropol. Regina, always magnificent. Regina, in good bloom. Ho, ho, as old as the sun. Ho, ho, with white teeth. Ho, ho, Regina. Ho, ho, Regina. The Sugar Cubes. Live im Metropol. Am Donnerstag, den 7. Dezember, ein Konzert präsentiert von SFB2. In causa Donatello che mi addressa altro che
Unser Mann aus Istanbul. 21:10 Uhr in Sat.1. Was suchen Sie hier? Aber die Psychologie in dieser Geschichte, die interessiert dich natürlich überhaupt nicht. Was sie dazu veranlasst, warum sie so etwas tut. Weil sie Ferkel sind. Was hast du da gesagt? Das zeige ich Mama. Was zeigst du Mama? Na das da, nimm die Hände weg. Das ist ja furchtbar. Was ist denn das? Einladung zu einer Gruppensexparty, die Heinrich verschickt hat. Heinrich hat... Der scharfe Heinrich. 23:25 Uhr in Sat.1. Er bestand darauf, dass wir die aufgeschlossenen Gäste in einem perfekten Milieu begrüßen müssten. Und ich war damit einverstanden. Wenn schon ein Begräbnis, dann wenigstens erster Klasse. Also ein ganz scharfes Programm in Sat.1 heute Abend oder heute Nacht, besser gesagt. Grit Böttcher, haben Sie sicher erkannt, ist ja von Zeit zu Zeit auch Gastgeberin bei unserem Teletipp Haushalt, liebe Zuschauer. Es ist jetzt 7:23 Uhr, 7 Minuten vor 7:30. Wir wollen uns unterhalten über das, was in den nächsten Wochen sicher wichtig ist, nämlich Termine vor der Weihnachtszeit. Und bei Terminen sind wir ganz schnell bei dem Versenden von Geschenken oder aber von Grüßen per Postkarte oder Briefe. Begrüße jetzt Herrn Dr. Schulte-Uhlenbrock bei uns, Vizepräsident der Oberpostdirektion in Hamburg. Nationale Satellitenprogramm von Teilnehmerländern vorstellen? Na, wie gesagt, wir könnten uns eine bessere Nutzung der internationalen Arbeitsteilung vorstellen, aber das hängt eben von unserem eigenen Leistungsniveau, von unserem eigenen Leistungsbeitrag ab, den wir einbringen können, in erster Linie. Wo sehen Sie das am ehesten? Na, vor allem in bestimmten Zweigen der Industrie, der Energie, des Umweltbereichs und auch des Maschinenbaus. Des Maschinenbaus, der basiert dann eben auch auf Elementen der Mikroelektronik, um wirklich die Mikroelektronik effektiv tragend zu machen, damit sie also auch volkswirtschaftlich griffig wird. Da gebe ich Frau Cornelsen voll recht. Und in verschiedenen anderen Bereichen, ich könnte mir auch denken, auch im Tourismusbereich. In der Wissenschaft vor allen Dingen. Also ich glaube ja, dass in diesem Zusammenhang es doch auch darauf ankommen wird, dass Sie eine gewisse beschränkte Konvertibilität einführen, um dieses grässliche Fremdwort mal hier zu benutzen. Das heißt, einen richtigen Kurs, der zwischen der Mark der DDR und anderen Währungen existiert, denn nur dadurch können Sie ja auch im Inland rauskriegen, welche Produkte man sinnvollerweise exportiert. Es ist ja bisher ganz offenbar so, dass Sie alles exportiert haben, was Beine hatte, so ungefähr. Hauptsache, dass ein bestimmtes Exportvolumen erreicht worden ist, um die Importe zu bezahlen. Und da waren vermutlich auch Produktionen dabei, bei denen es sehr fraglich ist, ob es überhaupt rentabel gewesen ist, die ganze Sache. Also so eine richtige Vorstellung von Relation zwischen Mark der DDR und anderen Währungen muss wohl hergestellt sein, um diese bessere Einbindung in die internationale Arbeitsteilung rauszukriegen. Also da gibt es keine Zweifel, dass das Endziel sein muss. Wenn man Ja sagt zur internationalen Arbeitsteilung, muss man auch hier, und zur Geldwirtschaft, zur Warenwirtschaft Ja sagt, dann muss man also auch zu Wechselkursen, zu vernünftigen Wechselkursen Ja sagen. Das Problem ist, und da sind uns ja die anderen sozialistischen Länder ein gutes Lehrbeispiel, das kann man nur etappenweise machen. Währungskonvertibilität setzt Warenkonvertibilität voraus. Und wenn man arge Defizite hat auf dem Markt, kann es eben dazu führen, dass dann das betreffende Land ausverkauft wird. Also es geht um Etappen. Ja, also da bin ich nicht sicher, ob Sie recht haben. Ich glaube, das ist ein Streit, ob erst die Henne kommt oder erst das Ei. Wenn Sie sagen, Sie müssten erst die Waren haben und dann die Konvertibilität, da würde ich sagen, wenn Sie die Konvertibilität haben, dann haben Sie eine viel bessere Beurteilung über das, was Sie exportieren sollten. Und dann kommen die Waren. Also da, ich meine, in der Reihenfolge sind wir uns sehr uneinig. Frau Kollegin, lassen Sie uns weiter streiten. Sie denken jetzt, wenn ich das sagen darf, etwas in Extreme, wie ein Wissenschaftler zu denken hat, aber es gibt da Übergänge von dem alten Zustand zu dem neuen, und dies muss wiederum sozial verantwortlich gestaltet werden. Das soll keine als bremsende Bemerkung verstanden werden, aber man kann eben, sehen Sie sich das in Polen an, man kann das nicht so über Nacht gestalten, das geht nicht, denn alle Länder, das will ich noch sagen, alle Länder
die zu dem sozialistischen Bereich gehörten, haben ihren Aufbau begonnen mit Binnenwährungen. Und dies ist eine schicksalshafte Entscheidung gewesen, die man nicht über Nacht korrigieren kann. Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen, was Frau Dr. Cornelsen vorhin gesagt hat, zur Frage, womit sollte man Ihrer Meinung nach anfangen in der DDR? Sie haben gesagt, mehr Motivation, mehr Leistungswillen zulassen, vielleicht auch in Kleinbetrieben eben privatisieren, was Sie ja auch befürworten, nämlich an, das wird ja auch von der DDR-Regierung befürwortet. Ihre Meinung dazu, wo sollte man in der DDR anfangen, wenn es schon nicht bei einer Konvertibilitätseinführung beispielsweise, wo sollte man anfangen? Genau bei dem Punkt Motivationssteigerung oder wo? Ja, also ich glaube, dass man im nächsten Jahr mit einer Überarbeitung der steuerlichen Regelungen rechnen kann, mit der Absicht, die genossenschaftlichen und privaten Unternehmen, vorwiegend im dienstleistenden und Handwerk, aber auch in mittleren industriellen Bereichen, zu stimulieren. Innerhalb der sozialistischen Wirtschaft wird es auch einige Regelungen geben, die in diese Richtung wirken. Noch ganz schnell ein Wort von Ihnen dazu vielleicht? Wenn Sie sagen, im nächsten Jahr damit anfangen, finde ich das also ausgesprochen bedauerlich. Das könnte doch jetzt schon fertig sein und ruckzuck eingeführt werden. Also ich bin jetzt nicht über den Terminplan der Gesetzesgebung der Volkskammer informiert. Das kann vielleicht auch noch in diesem Jahr sein, aber da mische ich mich nicht ein. Wir müssen leider zum Ende kommen, dieses hochinteressanten Gesprächs. Ich greife das gerne auf. Herr Professor Heinrichs, was Sie eben gesagt haben, wir müssen weiter streiten. Schön, dass wir es offen tun können und heute Morgen tun konnten. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch bei uns im Studio. Danke sehr. Schmuck mit echter Goldauflage. Mit diesem verführerischen Zauberer werden Sie bewundernde Blicke auf sich ziehen. Dazu die elegante Halskette mit passendem Armband. Rhinestones schmücken dieses Collier. Die Kamee-Brosche nach antiken Vorbildern handgefertigt. Echt zauberhaft. Endpreis komplett nur 39,90 Mark. In vielen guten Warenhäusern erhältlich oder rufen Sie an. Zum Ortstarif 0130 7897. RTL, aktuell unsere Schlagzeilen. DDR, ab heute Schluss mit dem Schmuggel. SED, Ausschlussverfahren gegen Honecker. A1, Vollsperrung nach Brückeneinsturz. 7:30, willkommen zu RTL, aktuell unser Mann für den Sport ist auch da, Elmar Lordemann. Freier Grenzverkehr zwischen Ost und West, da reiben sich die Schmuggler die Hände, doch das soll ein Ende haben. Ab heute sollen neue Zollbestimmungen und scharfe Kontrollen an der Grenze dem Schmuggel den Garaus machen. Geschmuggelt wird, was nicht nied- und nagelfest ist. Autozubehör, Radios, Rekorder, Kleidung, aber auch Lebensmittel. Im Kofferraum, hinter Rücksitzen und anderswo werden sie klammheimlich, vor allem von der DDR in die Bundesrepublik gekarrt. Denn Ostberlin subventioniert die Preise für Grundnahrungsmittel. Im Westen lässt sich mit der billigen Ware gutes Geschäft machen. Der Ministerrat hat gestern die rote Liste der Zollfahnder vorgestellt. Wichtige Punkte: generelle Ausfuhrverbote für Fleisch und Gewürze, für Kinder- und Babykleidung, für Schuhe, Stoffe und Filmmaterial, auch für begehrtes Porzellan, zum Beispiel aus Meißen, für alle Kunstgegenstände. Ein Limit gibt's auch für das Taschengeld. DDR-Bürger dürfen auf die Reise ins Ausland höchstens 300 Ostmark mitnehmen. Die SED hat den eisernen Besen ausgepackt. Sie hat ein Parteiverfahren gegen den früheren Staats- und Parteichef Erich Honecker eingeleitet. Allerdings ist Honecker zurzeit aufgrund seiner Krankheit verhandlungsunfähig. Deshalb dürfte ihm ein sofortiger Parteiausschluss erspart bleiben. Sein langjähriger Wirtschaftsberater Günther Mittag ist bereits ausgeschlossen worden und weitere Verfahren gegen andere SED-Spitzenpolitiker sind angekündigt.
Wir bleiben in der DDR. Dort wächst die Kritik an den Bedingungen, von denen die Bundesrepublik ihre wirtschaftliche Hilfe abhängig machen will. In einem offenen Brief an Bundeskanzler Kohl protestieren Mitglieder des Ostberliner Deutschen Theaters gegen politische Schützenhilfe der Regierung oder der CDU. Wörtlich schreiben sie: Herr Kanzler, wir wollen Sie nicht unter den Trittbrettfahrern unserer Reformbewegung sehen. Zurück in die Bundesrepublik. Ein schwerer Unfall auf der Autobahn A1 bei Köln. In der Nähe von Hürth ist ein LKW gegen eine Fußgängerbrücke geschleudert. Die Brücke ist zum Teil eingestürzt und die Autobahn bleibt jetzt für mehrere Tage gesperrt. Kurz vor 22 Uhr gestern Abend. Auf regennasser Fahrbahn ist der LKW ins Schleudern geraten. Der Sattelzug ist nach rechts in den Graben gerutscht, direkt auf einen Pfeiler der Fußgängerbrücke. Die Brücke ist aus der Verankerung gerissen worden. Ein Teil der Brücke ist auf den LKW gestürzt. Der 53-jährige Fahrer ist in seinem Führerhaus eingeklemmt worden. Die Feuerwehr musste das gesamte Fahrerhaus von der Zugmaschine abtrennen, bevor sie den Fahrer schwer verletzt bergen konnte. Der Schaden geht in die Millionenhöhe. Die Autobahn muss jetzt in beide Richtungen voraussichtlich bis Montag gesperrt werden. Es besteht Gefahr, dass die gesamte Brücke einstürzt. Eine Woche vor seinem Gipfeltreffen mit Kreml-Chef Gorbatschow hat US-Präsident Bush die britische Regierungschefin Margaret Thatcher empfangen. In einem mehrstündigen Gespräch hat die eiserne Lady betont, dass der Westen trotz der Reformen in Osteuropa militärisch stark bleiben müsse. Margaret Thatcher hat angekündigt, dass sie, so wörtlich, wegen der öffentlichen Nachfrage in ihrer Partei bereit sei, nach 1992 doch weiterzumachen. Erst vor kurzem hatte die Premierministerin angekündigt, dass sie nach diesem Termin ihrer Partei nicht mehr zur Verfügung stehen wolle. In Alaska konnte eine zweite große Ölkatastrophe in diesem Jahr vermieden werden. Im Prince William Sund ist ein mit 19 Millionen Litern Öl beladener, unbemannter Lastkahn zwischen gefährlichen Riffs herumgetrieben. Er war bereits am Dienstag bei stürmischem Wetter von seinem Schleppverband losgerissen worden. Der Lastkahn konnte ins Schlepp genommen werden. Er ist nicht leckgeschlagen. Und ich übergebe an Elmar Lordemann, der Mann für den Sport. Ja, in der Fußball-Bundesliga haben sich gestern Abend Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen leistungsgerecht 1:1 unentschieden. 81,25. Einen Vergleichswert gibt es ebenfalls nur aus Frankfurt. Auch hier wurde der Dollar wieder billiger. Eine Mark 81,66. Geradezu einen Höhenflug macht zurzeit der Goldpreis in London. Die Feinunze kostete gestern wieder mehr, und zwar $411,50. Ungemütliche Wetteraussichten für Berlin, heute bedeckt und zeitweise Schneefall oder Schneeregen. Höchsttemperatur 3 Grad. Und noch eine Verkehrsmeldung heute auf den Transitautobahnen und im Berliner Stadtgebiet. Noch Verkehrsbehinderungen durch Schneematsch, stellenweise auch durch überfrierende Nässe. Es wird 7:36 Uhr, 6 Minuten nach 7:30. Wird es bald einen gewaltigen Durchbruch in der Krebsforschung geben? Zu einer optimistischen Einschätzung herrscht zurzeit tatsächlich berechtigter Anlass. Inzwischen weiß man, dass Krebs auf einer Veränderung der Erbsubstanz beruht. Bisher versuchte man, die Krebsgeschwulst durch Bestrahlung, Medikamente oder auch Operationen zu zerstören bzw. zu entfernen. Seit neuestem aber geht man einen ganz anderen Weg. Man will das Übel sozusagen an der Wurzel packen. Nicht die ganze Geschwulst wird entfernt, sondern innerhalb der Zellen tauscht man das Erbmaterial aus. In einem New Yorker Krankenhaus erzielte ein junges Forscherteam mit dieser Methode bereits erstaunliche Resultate. Immer die beste und fortschrittlichste Klinik im Kampf gegen Krebs zu sein, hat sich das Sloan Kettering Memorial Cancer Center auf die Fahne geschrieben. In dieser Klinik, die in Amerika zu den 3 besten Adressen gehört, werden Patienten mit hohen Erfolgsquoten behandelt. Europäer übrigens nur in Ausnahmefällen. Aus verständlichen Gründen zum Schutz der Patienten durften wir im Klinikum selbst nicht drehen. In Amerika ist die Forschung mindestens ebenso wichtig wie die Behandlung von Patienten. So verbringt Bernd Gensbacher nur ca. 40% seiner Zeit in der Klinik. 60% forscht er im direkt gegenüberliegenden Laborgebäude. Zusammen mit jungen Kollegen arbeitet er an einem Forschungsprojekt im Bereich der Genforschung. Bernd Gensbacher ist der einzige Europäer in diesem internationalen Team. Uns fiel auf, dass ältere Wissenschaftler in diesem Labor fehlen.
Doch wie uns erzählt wurde, zählt hier die Leistung und nicht die Reputation. Konkurrenzkampf unter Kollegen hat hier keinen bitteren Beigeschmack. Hier tut jeder alles, um der Beste zu sein, zum Wohl der Wissenschaft und der Patienten. So ist die tägliche Arbeitszeit von 12 bis 14 Stunden durchaus normal. Mit Hochdruck arbeiten die Wissenschaftler an dem Projekt des Gentransfers. Im Gegensatz zu Europa sind die moralischen Bedenken in den USA gegenüber der Genforschung wesentlich geringer. Man will als Sieger im Kampf gegen den Krebs hervorgehen. So wie ich Amerika verstehe, gibt es für das Land keine Grenzen. Die akzeptieren nicht, dass Menschen an Krebs sterben. Obwohl es eben sehr, sehr langsam ist und sehr mühsam ist. Will das System, dass dort Fortschritte gemacht werden. Uns interessierte der Versuch, an dem Bernd Gensbacher arbeitet. Wir ahnten noch nicht, wie spannend auch für Laien Genforschung sein kann. Viele Leute bekommen Gänsehaut, wenn sie von Genmanipulation, Genforschung hören, weil sie es nicht begreifen, was das überhaupt ist und wozu es dienen soll. Warum überhaupt Genforschung? Genforschung ist wahrscheinlich die beste und idealste Methode, um die Funktion eines einzelnen Gens zu studieren und zu folgen. Sie beschäftigen sich nun besonders mit dem Gentransfer. Wie funktioniert das ganz konkret? Wir machen das folgendermaßen, dass wir eine gesunde Zelle nehmen, dort die Chromosomen isolieren und da wir eben genau wissen, wo ein Chromosom sitzt, da wir eben genau wissen, wo ein Gen sitzt am Chromosom und mit welchen Enzymen wir das herausschneiden können, isolieren wir nun dieses Gen hier, holen es eben aus der Zelle heraus und bauen es eben in einen von unseren Virusen ein, die wir eben als Transportsysteme verwenden. Nachdem alle Bestandteile einer Zelle mit Ausnahme der Chromosomen durch Chemikalien zerstört wurden, kann das benötigte Gen aus dem präparierten Gel herausgeschnitten werden. Da wir jetzt eben nur ein einzelnes Gen haben und wir ja eigentlich Millionen von diesen Genen haben wollen, haben wir da eine Methode entwickelt, wo wir das Gen in die Bakterien einschleusen und die Bakterien wachsen dann wie verrückt und jedes Bakterium hat am Ende dann eines oder mehrere dieser Gene. Durch eine chemische Reaktion werden die Bakterien, die das Gen enthalten, als schwarze Punkte sichtbar gemacht. Jetzt holen wir uns die Bakterien, die das Gen enthalten, aus der Bakterienplatte heraus und fischen uns dann das Gen, das uns interessiert, aus diesen Bakterien heraus. Nachdem das Gen isoliert ist, wird es zerlegt. Alle Bestandteile, deren Strukturen bekannt sind, werden einzeln kontrolliert. Wir haben eine chemische Lösung verwendet, die alles im Bakterium zerstört, mit Ausnahme von den Chromosomen und dem Gen, das uns interessiert. Und jetzt holen wir uns das Gen, das uns interessiert, aus dieser chemischen Lösung heraus. Um das Gen, das uns interessiert, sichtbar zu machen, habe ich einen Farbstoff verwendet, der von diesem Gen aufgenommen wird. Diesen Farbstoff muss ich jetzt aus diesem Gen wieder herauslösen. Der Krankheitserreger wurde aus den Viren entnommen und durch das gesunde Gen ersetzt. Der Virus, der dieses Gen enthält, wird nun verwendet, um dieses Gen in Zellen einzuschleusen, die ein defektes Gen enthalten. Der Erfolg dieses Experiments wird durch eine Farbreaktion nachgewiesen, wobei die mit dem gesunden Gen
infizierten Zellen einen gelben Rand tragen. Also Krebsbekämpfung durch Gentechnologie, das heißt Herausschneiden und wieder Einfügen von Genen. Frage an einen, der das wirklich wissen müsste, nämlich einen Krebsspezialisten, Herrn Professor Dr. Huhn vom Klinikum Westend, Chefarzt der inneren Abteilung. Halten Sie diese Methoden, die wir eben gesehen haben, tatsächlich für einen Durchbruch in der Krebsforschung und auch in der Krebsbekämpfung? Ich habe den Beitrag auch gerade eben zum ersten Mal gesehen und mir ist nicht klar geworden, inwiefern das, was dort gezeigt wurde, wirklich etwas mit Krebsbehandlung zu tun haben soll. Gibt es denn überhaupt Chancen, durch Gentechnologie in die Krebsbehandlung einzusteigen? Dahinter stehen folgende Befunde. Man hat vor ungefähr 4 Jahren oder man weiß seit längerer Zeit, dass es Viren gibt, die Krebs verursachen können. Und das bekannteste Beispiel und das Beispiel, was am besten untersucht worden ist, das ist das Virus, ein naher Verwandter von dem Virus, welches auch die Immunmangelkrankheit verursacht. Und dieses Virus kann bei bestimmten Bevölkerungsgruppen eine besondere Art einer Leukämie hervorrufen. Also AIDS-Virus ähnlich? Ja, und das ist das Erste. Das Zweite ist, dass man dann vor einigen Jahren festgestellt hat, dass es gesunde Zellen gibt, die das gleiche genetische Material enthalten wie wie Teile dieser Krebsviren. Mhm. Und das Dritte ist, dass man dann festgestellt hat, dass es Krebse gibt, bei denen dieses genetische Material aktiviert ist und also besonders viel von irgendwelchen Stoffen herstellt, die in gesunden Zellen nur in geringerer Menge vorkommen, in Krebszellen in größerer Menge vorkommen. Das sind zum Beispiel Wachstumsfaktoren, die das Wachstum von Zellen regulieren. Das hieße aber, dass Gentechnologie in ferner Zukunft eventuell dort Abhilfe schaffen könnte. Und deswegen, seitdem man diese Erkenntnisse hat, hat man die große Hoffnung, dass man die Krebszelle irgendwie so manipulieren kann, dass dieses ungezügelte Wachstum, was den Krebs ausmacht und was den Menschen krank macht, irgendwie wieder gezügelt wird, wieder normalisiert wird. Mhm. Und der Beitrag, der eben gezeigt wurde, der zeigt, wie man genetisches Material, indem man es durch Viren, man nimmt da diese sogenannten Retroviren, von diesen Viren aufnehmen lässt und dann in andere Zellen transportiert, wie man da genetisches Material manipulieren kann. Es ist aber noch nicht dran zu denken, so etwas wirklich klinisch bei Krebs anzuwenden. Das ist wirklich zurzeit etwas, was im Reagenzglas gemacht wird. Sie müssen sich klar machen, wie soll man beim Menschen oder bei einem Lebewesen erreichen, dass dann dieses genetische Material wirklich nur in die Krebszellen kommt, wo man es hinhaben will. Und lauter solche Fragen, nicht? Das ist also noch meilenweit von einer praktischen klinischen Anwendung entfernt. Sie arbeiten mit ganz anderen Methoden, das ist ja vollkommen klar. Sie sind auch Spezialist auf dem Gebiet einer ganz besonderen Krebsartbekämpfung, nämlich der Hodgkin-Krankheit. Was ist das überhaupt? Das ist eine der vielen bösartigen Krankheiten, bei der bösartig verändert sind bestimmte Zellen aus lymphatischem Gewebe. Also zum Beispiel aus Lymphknoten, Milz. Nicht? Das sind so die Stellen, wo beim Menschen lymphatisches Gewebe besonders konzentriert ist. Also eine Art Blutkrebs. Ja, Blutkrebs nicht, sondern Lymphknotenkrebs. Nicht? Und das beginnt in einem Lymphknoten und breitet sich von dort dann in andere Lymphknoten und in weitere Organe aus. Welche Heilungschancen gibt es denn schätzungsweise? Kann man das in Prozentzahlen angeben? Das kann man. Die Heilungschancen sind gut und liegen also weit über 50% und hängen beim Einzelnen davon ab, wie frühzeitig die Krankheit festgestellt wird. Zahlen, Raten über 50% sind ja für Krebserkrankungen phänomenal. Wir haben jetzt einen Beitrag aus den USA, in dem wird behauptet, dass die bundesdeutschen Ärzte und auch Forscherteams
eine geringere Effektivität oder eine geringere Heilungsquote erzielten als die Amerikaner. Ich würde mir gerne mit Ihnen diesen Beitrag anschauen und würde gerne wissen, was Sie davon halten. Medizinische Klinik der Universität von Kalifornien, Los Angeles. Jane hat die Hodgkinsche Krankheit, die Lymphdrüsen angreift und als bösartig gilt. Dennoch, die 28-jährige Sekretärin hat gute Überlebenschancen. Wie die meisten amerikanischen Kliniken, so hat auch dieses Krankenhaus die Heilungsprognose bei der Behandlung der Hodgkinschen Krankheit in dramatischer Weise verbessern können. Ist Hodgkin-Krebs damit in nennenswerter Weise heilbar geworden? Hodgkin ist endgültig heilbar geworden. Es gilt als die am besten heilbare aller Krebskrankheiten. Mit den verfügbaren Behandlungsmethoden ist Hodgkin bei mindestens 70% aller Patienten heilbar, bei denen diese Krankheit ausgebrochen ist. Wenn man jedoch in der Anfangsphase zu uns kommt, wenn nur ein Lymphknoten bereits befallen ist, ist die Krankheit mit unserer Standardtherapie über 90% heilbar. Over 90% of those patients are curable with standard treatments. Standardbehandlung, das heißt auch in den USA, zunächst Bestrahlung. Erst wenn diese Methode keinen Erfolg zeigt, wird zur sogenannten Chemotherapie gegriffen. Ein allgemeingültiges Rezept gibt es jedoch nicht. Jede Behandlung erfolgt höchst individuell. Ausgehend davon bevorzugen wir die Bestrahlung allein oder nur die Chemotherapie. Manchmal entscheiden wir uns zu einer Kombination von beiden Vorgehensweisen. Der Therapieplan wird langfristig festgelegt und hängt von der individuellen Situation jedes Patienten ab. Laufende Kontrollen ermöglichen jederzeitige Behandlungskorrekturen. Doch in manchen Fällen kommt man ohne Knochenmarktransplantation nicht aus. Darauf greifen wir seit einer Reihe von Jahren zurück. Bis jetzt haben wir damit nur Patienten behandelt, die sich im Endstadium befanden. Und sogar in solchen Fällen, bei denen andere Behandlungsmethoden versagten, haben wir mit der Knochenmarktransplantation etwa 30% der Kranken heilen können. Damit haben wir eine Forschungsphase erreicht, die uns erlaubt, diese Methoden auch in früheren Krankheitsstadien auszuprobieren. Es scheint, dass wir künftig auch Patienten helfen können, die nach unserer Standardtherapie rückfällig geworden sind, jedoch keine hartnäckige Hodgkin-Form haben. Wenn wir diese Patienten frühzeitig behandeln, werden wir mindestens jedem Zweiten mit der Knochenmarktransplantation das Leben retten können. Die Hodgkinsche Krankheit ist ein lebendiger Beweis, dass bestimmte Krebsformen bereits heute heilbar sind. Das Gebot der Stunde, sie so frühzeitig wie möglich zu erkennen. Warnzeichen bei Hodgkin: chronische, jedoch schmerzlose Schwellung der Lymphknoten. Wie hoch die Überlebenschancen sind, das hängt aber auch von der Behandlung ab. Die Therapieerfolge sind von Land zu Land unterschiedlich. In den USA zum Beispiel scheinen sie wesentlich höher zu sein als bei uns. Woran das liegt, vermag niemand schlüssig zu beantworten. Die Tatsache allein dürfte jedoch Grund genug sein, dieser Frage verstärkt wissenschaftlich nachzugehen. Ja, dem möchte ich natürlich auch gleich nachgehen, Herr Professor Huhn. Was sagen Sie dazu? Es wurden eben genannt 70 bis 90% Heilungschance, Therapieerfolge. Sie nannten eben 50%. Stimmt das? Ist in der Bundesrepublik die Therapie schlechter? Ich hatte gesagt, deutlich über 50%. Und die Heilungschancen hängen davon ab, wie frühzeitig die Krankheit erkannt wird. Und wie auch in dem Beitrag gesagt wurde, wenn wenige Lymphknoten betroffen sind, ist die Heilungschance bei etwa 100%. Wenn wichtige Organe wie Knochenmark, Leber und so weiter betroffen sind, dann geht die Heilungschance auf knapp über 50% zurück. Was sagen Sie denn dann zu der Aussage in dem Beitrag, dass die Amerikaner trotzdem uns vorweg sind? Das ist eine Aussage, die ich natürlich absolut nicht akzeptieren kann. In Deutschland haben sich vor vielen Jahren sämtliche Kliniken, die zahlreiche Hodgkin-Patienten behandeln, zusammengeschlossen und treffen sich zweimal, die Vertreter dieser Kliniken treffen sich zweimal im Jahr
Die nach dem Stand der Wissenschaft optimale Therapie wird gemeinsam diskutiert und wird dann bei den Patienten in großen multizentrischen Studien angewandt. Wie läuft denn die Kommunikation zwischen bundesdeutschen Wissenschaftlern und eben auch Ärzten und amerikanischen Ärzten und Wissenschaftlern? Das ist ein ständiger Austausch. Wir treffen uns häufig auf Kongressen und Kollegen aus Deutschland sind in Amerika und umgekehrt. Ich möchte noch etwas sagen, es wurde dort die Knochenmarktransplantation angesprochen. Und in einem kleinen Nebensatz wurde gesagt, dass die Knochenmarktransplantation dann in sonst praktisch hoffnungslosen Fällen dem Patienten helfen könnte, wenn die Krankheit nicht allzu hartnäckig sei oder so ähnlich wurde das dort ausgedrückt. Und das ist der springende Punkt. Wenn eine Krankheit sehr fortgeschritten ist und auf eine intensive Chemotherapie nicht anspricht, dann sind die Chancen einer Knochenmarktransplantation ebenfalls gering. Die Knochenmarktransplantation hat nur dann eine Chance, wenn die Krankheit durch unsere Behandlungsmethoden zurückzudrängen, zu beseitigen ist. Und sie hat dann mehr den Sinn, dass die Nebenwirkungen der Chemotherapie, der zytostatischen Behandlung abgemildert werden. Also Vorsicht, kein Wundermittel, Knochenmarkstransplantation. Ich danke Ihnen, Herr Professor Huhn, Spezialist auf dem Gebiet der Krebsbekämpfung, speziell Hodgkinsche Krankheit. Einen schönen guten Morgen, ich begrüße Sie zur Presseschau. Präsident Bush nutzte gestern den Thanksgiving Day, den wichtigsten Feiertag in den USA, für ein außenpolitisches Bekenntnis. In einer Fernsehansprache an die Nation bezeichnete er sich als den größten Fürsprecher der Perestroika und lobte die Veränderungen in Osteuropa. Dass der Präsident noch keine konkreten politischen oder wirtschaftlichen Hilfen angeboten hat, ist nach Meinung der Neuen Osnabrücker Zeitung kein Manko. Entscheidend ist, was hinter verschlossenen Türen solide gezimmert wird. Dass die Reformprozesse im Osten kräftiger westlicher Unterstützung, auch in harter Währung, bedürfen, liegt auf der Hand. Aber sie muss so gewährt werden, dass nicht der Eindruck der Besserwisserei und Bevormundung entsteht. Wie heikel dies ist, zeigt sich im Umgang zwischen beiden deutschen Staaten. Zu diesem deutsch-deutschen Umgang gehört, dass Bundeskanzler Kohl dem französischen Staatspräsidenten den Vortritt beim Besuch der DDR gelassen hat. Mitterrand wird jetzt reisen, Kohl erst im Januar. Für viele Zeitungen Anlass zur Kritik, nicht aber für den Weser-Kurier. Das Zusammenspiel zwischen Bonn und Paris signalisiert demonstrativ die Absage der Bundesregierung an jeden deutschen Alleingang und unterstreicht deren erklärte Entschlossenheit, die deutsche Frage nur in einem europäischen Rahmen zu lösen. In der DDR wurde gestern Abend der Ausschluss von Günter Mittag, dem ehemaligen Wirtschaftschef im Politbüro, aus der SED bekannt gegeben. Ein verzweifelter Besuch eines Befreiungsschlages, meint die Berliner Morgenpost. Der Parteiausschluss ist das totale politische Unwerturteil. Offenbar ist die derzeitige SED-Führung bereit, es auch Honecker nötigenfalls nicht zu ersparen. Nur ob derlei der SED-Führung tatsächlich aus ihren Problemen helfen könnte, ist mehr als fraglich. Der nächste Kommentar befasst sich mit den ab heute geltenden neuen Reise- und Zollbestimmungen der DDR. Damit soll vor allem verhindert werden, dass sich DDR-Besucher durch den Verkauf von DDR-Waren im Westen über das Begrüßungsgeld hinaus einen finanziellen Spielraum verschaffen. Dazu die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Polenmärkte in West-Berlin geben einen Begriff davon, wie breit die Skala solcher Geldbeschaffungsaktionen ist. Sie reicht von dem rührenden Verkauf einiger Pfund mitgebrachter Äpfel bis zum halbgewerflichen Angebot von Industriewaren aus östlicher Produktion. Dass die DDR diesen Ausverkauf entgegenzuwirken versucht, muss man wohl oder übel hinnehmen. Diese Meinung vertritt auch der Express aus Köln. Und darüber hinaus stellt das Blatt fest, die Notverordnung zeigt, wie dringend notwendig eine konsequente Wirtschaftsreform in der DDR ist, mit Währungsreform, echten Preisen und Marktwirtschaft. Selbst wenn der Westen gewaltige Summen zur Sanierung der DDR-Wirtschaft zuschießt, für die verlotterte DDR-Wirtschaft bedeutet es trotzdem eine Rosskur, für die Bürger Preiserhöhungen und eine lange Durststrecke. Das war unsere Presseschau vom Freitag, dem 24. November.
7:57 Uhr, wir beginnen mit Tennis. Aus für Steffi Graf beim Masters-Turnier in Essen. Eine schmerzhafte Rippenverletzung zwingt die Brühlerin zur Aufgabe. Den Platz von Steffi wird die Tschechoslowakin Jana Novotná einnehmen. Als erste Spielerinnen haben sich beim 500.000 $ Turnier in Essen die Argentinierin Gabriela Sabatini und die Jugoslawin Monika Seles für das Halbfinale qualifiziert. Gestern Abend Auftakt zur Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Eine Begegnung Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Und vor 22.000 Zuschauern im Dortmunder Westfalenstadion wollte Bayer Leverkusen seine Erfolgsserie von 13 Spielen ohne Niederlage fortsetzen. Für die Werkself ein verheißungsvoller Auftakt. Nach diesem Foul... Was gibt's denn? Du, pass auf, wir sind gleich auf Sendung. Du, das musst du gleich in den... Mit seinem Violin. Промышленный центр на реке Ангаре. Отсюда до Москвы. Voilà, nous allons retrouver Gérard Morin pour la dernière édition. Uhr, guten Morgen, 100,6 Nachrichten mit Vera Cordes. Das Wetter. Aktuelle Temperatur am Institut für Meteorologie in Dahlem 3 Grad und Südwestwind Stärke 5. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 97%. Heute in Berlin meist bedeckt und zeitweise weiterer Schneeregen oder Regen. Abends und nachts auflockernde Bewölkung und schwacher Wind aus West bis Süd. Die höchste Temperatur etwas über 3 Grad, die tiefste in der kommenden Nacht -5 Grad. 100,6 Schlagzeilen. Neue Bestimmungen in der DDR in Kraft. Parteiverfahren gegen Honecker. Erneut Demonstrationen. Massenkundgebungen in CSSR. Hunderttausende fordern Demokratie. Fernsehstation von Polizei besetzt. In der DDR und an ihren Grenzen treten heute neue Bestimmungen in Kraft. Die Bestimmungen sind gestern von der DDR-Führung zur, wie es heißt, Abwehr negativer Auswirkungen des Reiseverkehrs beschlossen worden. In einer Erklärung ist von einem zuverlässigen Zollregime die Rede. Diese Formulierung deutet darauf hin, dass die Kontrollen verschärft werden. Ferner wurde angeordnet, dass in der DDR bestimmte Industriewaren, Lebensmittel und Textilien nur noch an DDR-Bewohner verkauft werden dürfen. Polizei und Zoll haben darüber hinaus Anweisung, gegen den spekulativen Straßenhandel in der DDR vorzugehen. Die SED hat das frühere für Wirtschaftsfragen zuständige Politbüromitglied Mittag neben 2 weiteren Politikern aus der Partei ausgeschlossen. Gegen den früheren SED-Generalsekretär Honecker läuft ein Parteiausschlussverfahren. Dagegen wurde der ehemalige Leiter des Aufbauverlages Walter Janka rehabilitiert. Er war in den 50er Jahren einem Schauprozess zum Opfer gefallen. Die Serie der Demonstrationen in der DDR reißt nicht ab. Rund 10.000 Menschen demonstrierten gestern Abend in Erfurt. Nach Angaben der DDR-Agentur ADN sprachen sich Redner für mehr Kontrolle aller Vorgänge in Politik und Wirtschaft aus. Im thüringischen Gera gingen ebenfalls Tausende auf die Straßen. Gestern Abend sind wieder zwischen 200.000 und 300.000 Demonstranten in Prag und anderen Städten der CSSR auf die Straßen gegangen.
Ihre Forderungen: Demokratie, freie Wahlen und Rücktritt der KP-Führung. Die Reformfigur des Prager Frühlings, Alexander Dubček, sprach vor 50.000 jubelnden Menschen in Pressburg. In Prag weigerten sich Fernsehleute weiter in der bisherigen Form über die Kundgebungen zu berichten. Sie wollten stattdessen die Rede Dubčeks live übertragen. Daraufhin besetzte Polizei die Fernseheinrichtungen. Georg Kindl. Am späten Nachmittag besetzten gestern Polizeieinheiten das Rundfunk- und Fernsehgebäude in Prag. Redakteure und Techniker wollten eine Direktübertragung der Rede des seinerzeitigen Reformparteichefs Alexander Dubček durchsetzen, die für den Abend geplant war. Nachdem in den letzten Tagen die TV-Übertragungen der Kundgebungen am Wenzelsplatz stark manipuliert wurden, drohten die Fernsehleute ab heute zu streiken, sollte über die weiteren Ereignisse nicht objektiv berichtet werden. Daraufhin stürmte die Polizei das Gebäude. Nach einer sofort einberufenen Betriebsversammlung, bei der unerwünschtermaßen auch Sicherheitskräfte anwesend waren, teilten Sprecher der Belegschaft mit, dass das Fernsehen ab sofort nicht mehr der Partei, sondern ausschließlich der Regierung unterstehe. Für heute ist zum ersten Mal eine außerordentliche Tagung des ZK der tschechoslowakischen KP einberufen worden. Es wird erwartet, dass einige Mitglieder des Parteipräsidiums ihre Ämter verlieren werden. 100,6 weitere Meldungen. Als erster westlicher Regierungschef wird heute Österreichs Bundeskanzler Franz Vranitzky zu einem Kurzbesuch in die DDR reisen. Geplant ist ein Treffen mit Ministerpräsident Modrow. Ziel ist ein neues, umfassendes Handels- und Wirtschaftsabkommen zwischen DDR und Österreich. Im Anschluss an den Besuch wird Vranitzky am Nachmittag auch kurz mit Berlins regierendem Bürgermeister Walter Momper zusammentreffen. Bundeswirtschaftsminister Helmut Hausmann berät heute in Bonn mit Vertretern der deutschen Wirtschaft über Hilfemöglichkeiten für die DDR. Gestern hieß es, es gehe darum, was sich die Industrie unter möglicher Hilfe vorstelle und wie diese ablaufen könne. Ein Lastwagen hat in der vergangenen Nacht auf der Autobahn A1 in der Nähe von Köln eine Fußgängerbrücke angefahren und zum Einsturz gebracht. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall erheblich verletzt. Nach Angaben der Polizei muss der Verkehr nun für mehrere Tage umgeleitet werden. Die britische Premierministerin Margaret Thatcher wird heute auf dem Sitz des amerikanischen Präsidenten Camp David bei Washington empfangen. In der auf mehrere Stunden angesetzten Unterredung mit Präsident George Bush will Thatcher ihre Meinung unterstreichen, dass der Westen trotz der Umwälzungen in Osteuropa militärisch stark bleiben müsse. Vorläufig, so ihre Haltung, sollten Warschauer Pakt und NATO unangetastet bleiben. Thatcher ist der letzte europäische Spitzenpolitiker, den Bush vor seinem Gipfeltreffen mit Gorbatschow empfängt. Sport. Wegen einer Rückenverletzung hat Steffi Graf im Damen-Tennisturnier von Essen aufgegeben. Die Weltranglistenerste hatte gestern die Amerikanerin Mary Jo Fernandez in 2 Sätzen geschlagen. In einem Spiel der Fußball-Bundesliga trennten sich gestern Abend Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen unentschieden mit Links an den Geldbeutel seiner Frau. Mit $20 konnte das Spiel weitergehen. Insgesamt hat Scherwin 90 Minuten am einarmigen Banditen gespielt. Was er nun mit dem Geld macht, noch hat er keine Ahnung. Ein Tipp: Mit dem Glück, das er hat, kann er die Millionen ja wieder anlegen in Las Vegas. Wir bleiben beim Thema Geldanlegen. Der Blick auf die Börse. Der Dollar ist ganz leicht gestiegen und schloss mit 1,8125. Die Börsianer in New York haben einen... Unterdessen versucht das libanesische Parlament, einen Nachfolger zu finden. Der ermordete Präsident galt... -9 Grad, das ist auch unglaublich. Und Innsbruck wolkenlos -7 Grad. Die Meldung aus der Schweiz: Zürich wolkenlos -4, Basel Nebel -6 und Genf wolkenlos -3 Grad. Bei diesen Temperaturen versagt sogar unser Tonbandgerät. Wo ist denn die Wettermusik? War so, ja, da ist sie wieder. Sehen Sie? So, das Tageswetter. Im Norden und im Westen ist es wie gestern, so auch heute wechselnd wolkig. Wir müssen wieder mit Niederschlägen rechnen, teils als Schnee, teils aber auch als Regen. Im Süden ist es heute überwiegend sonnig, allerdings erst nach Auflösung der Frühnebelfelder. Die Temperaturen zwischen 0 und 6 Grad. Die Wetterlage in Berlin: Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist überwiegend bewölkt mit Schneeregen. Tageshöchstwert hier bei 1 Grad. In Österreich gibt es gegen morgen noch Nebelfelder. Dann nach Auflösung wird es überwiegend sonnig werden. Im Tagesverlauf ziehen von Norden und Osten Wolken auf. Nachfolgend gibt es dann Schneefall. Die Temperaturen zwischen -2 und +3 Grad.
Die Meldung aus der Schweiz. Im Norden ist es vornehmlich heiter. Erst gegen Nachmittag soll es dann zunehmend wolkig werden, aber es bleibt überwiegend niederschlagsfrei. Der Süden hält sich bedeckt. Es regnet oder schneit auch am Tage hier. Die Temperaturen zwischen 3 und 8 Grad. Es ist jetzt 8 Uhr und 7 Minuten. Gleich gibt es für Sie das Biowetter. Ja, bis gleich. Mund auf, Augen zu. Jetzt kommt Kellogg's Spritz. Ist was drin? Ist was dran? Spritz. Richtig knusprig. Traubenhaft. Das ist ein Frühstück. Splitz, neu von Kellogg's. Traubenhaft. Ich gehe mit der Zeit. Für mich zählen Fortschritt und Leistung. Für meine Haut habe ich die Pflege der Zukunft entdeckt. Action Liposome von Plenitude. Eine Entdeckung der L'Oreal-Forschung. Die Plenitude-Liposome bringen Aktivstoffe gezielt in geschwächte Zonen der Epidermis und helfen, sie wieder aufzubauen. Von innen heraus erneuert, lebt meine Haut auf und wirkt sichtbar jünger. Der tägliche Leistungsbeweis gegen die Hautalterung. Plenitude. Action Liposome von L'Oreal. Halsschmerz kann ich mir nicht leisten. Malebrin, die Lösung. Amerikanische Folklore, heute und morgen um 22 Uhr. Daran müssen wir uns alle erst gewöhnen. Zwar hat die Mauer ihren tödlichen Schrecken verloren, aber die Grenze ist immer noch eine Wirtschafts- und Währungsgrenze. Und das wird sie auf absehbare Zeit auch bleiben. Die von den Menschen in der DDR erkämpfte Reisefreiheit bringt indessen auch Probleme mit sich. Seit dem 9. November sind nach Schätzungen von DDR-Wirtschaftlern etwa 3 Milliarden DDR-Mark, die ja eine reine Binnenwährung ist, ins Ausland verbracht worden. Die Gefahr des Ausverkaufs der DDR wird beschworen. Das zwingt die Regierung Modrow zu reagieren. Sie tut das ab heute mit strengeren Zollkontrollen. Das heißt, es wird wieder mehr gefilzt und das kostet bekanntlich Zeit. Das weiß auch der regierende Bürgermeister, der gestern schon um Verständnis für diese Maßnahmen der anderen Seite bat. Zu den restriktiven Maßnahmen gehört auch die Anordnung, dass drüben bestimmte Waren wie Lebensmittel und Kleider nur noch gegen Vorlage des DDR-Personalausweises verkauft werden dürfen. Das richtet sich nun vor allem gegen Polen, die Kaufhäuser der DDR-Städte leer gekauft, die Ware in den Westen geschmuggelt und dort gegen Westgeld verscherbelt hatten. Polen dürfen deshalb die Transitstrecken zwischen ihrem Land und der Bundesrepublik nicht mehr verlassen. Wie wirksam dies sein wird, bleibt abzuwarten. Eine Währungsreform, die ja Geldentwertung bedeuten würde und schmerzliche Verluste beim Ersparten brächte, will die Regierung auf keinen Fall ins Auge fassen. Um eine Preisreform wird sie allerdings mit Sicherheit nicht herumkommen. Das sozial gemeinte, aber vollkommen überzogene Subventionssystem muss korrigiert werden, und zwar bald. Was kann Berlin tun, um den Prozess einer wirtschaftlichen Konsolidierung in der DDR zu unterstützen? Zunächst einmal müssen der Zwangsumtausch wegfallen und die Einreiseformalitäten entbürokratisiert werden. Dann wären Westberliner sicherlich bereit, mehr als bisher auch das Naherholungsgebiet in der DDR zu besuchen und dort ihr Geld auszugeben. Dazu braucht es eine verbesserte Infrastruktur, etwa in Gestalt preiswerter Gasthöfe und Restaurants, bei deren Schaffung westliche Banken auch bereit wären zu helfen. Durch einen solchen Reiseverkehr könnte die DDR relativ schnell zu Devisen kommen. Darüber hinaus müssen die Verkehrsverbindungen in die nähere Umgebung Berlins beschleunigt ausgebaut werden. Grundsätzlich aber sollten bald auch Voraussetzungen für westliche Investitionen geschaffen, die Sicherheit des eingesetzten Kapitals gewährleistet und Gewinne transferiert werden können. Denn der bislang so verfemte Klassenfeind muss her, um der maroden Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen. Dazu ist dieser auch bereit, wenn sichergestellt ist, dass die demokratische Erneuerung von der jetzigen Führung ernsthaft gewollt und nicht nur aus taktischen Gründen vorübergehend konzidiert wird. Nach den Erfahrungen mit dem 3 Milliarden Kredit, den Franz Josef Strauß seinerzeit einfädelte, ist die Bundesregierung nicht mehr bereit, gutes Geld in Fässer ohne Boden hineinzuwerfen. Und dies kann man ihr nicht verdenken. Der Standpunkt bis 8:12 Uhr von Harald Karras.
Heute ist der 24. November. Wir sind hier immer das sprechende Kalenderblatt. Wolfgang Rademann, großer Fernsehproduzent, hat heute Geburtstag. Schwarzwaldklinik hat er gemacht, Traumschiff. Wolfgang, schöne Grüße nach Berlin. Ibn Saud, der erste König von Saudi-Arabien, ist an einem 24. November geboren. Und Heike, ein Mann, wenn du von dem ein Blatt zu Hause hättest, nur ein einziges, dann wärst du jetzt sicherlich eine reiche Frau. Henri Toulouse-Lautrec hat heute Geburtstag. So sah sich Henri Toulouse-Lautrec, der große Maler und Grafiker, selbst als Karikatur. Mit 14 Jahren brach er sich beide Beine und war von da an ein Krüppel. In Paris fand er seine Bestimmung und seinen Beruf, die Kunst. Im Montmartre-Milieu zeichnete und malte er alles, was ihm vor die Staffelei kam. Den arroganten Sänger Aristide Bruand, die Tänzerin und Sängerin Madame Goule und viele andere Chansonetten und Kokotten. Das Cabaret Moulin Rouge erlangte nicht zuletzt durch Toulouse-Lautrecs Plakat Weltruhm. Zwischen Rennbahn und Kneipe, zwischen Nachtclub und Varieté verewigte Toulouse-Lautrec mit spitzer Feder die Pariser Halb- und Lebewelt. Toulouse-Lautrec war der Begründer der künstlerischen Gebrauchsgrafik. 1901 starb der Künstler in Paris. Aber natürlich auch unsere Zuschauer haben heute Geburtstag. Ich wollte nur zu dem Toulouse-Lautrec noch etwas sagen. Das war einer, der immer die Kokotten besuchte in den Nachtlokalen von Paris. Und er war ja überhaupt nicht groß. Also er war etwas so groß, aber mit Zylindern. Er trug immer einen Zylinder, war natürlich entsprechend größer. Aber jetzt zurück zu unseren Zuschauern. Ja. Heute hat Anja Stefanie Reiser Geburtstag. Sie wird 11 Jahre alt und gratuliert Mama, Papa, Oma und ihre große Schwester Sigrid. Herzlichen Glückwunsch. Eine Juniorin, wir kommen zu einer Seniorin. Und was für eine, 90 Jahre alt wird sie, die Margarete Kerber. Und hier ist sie inmitten ihrer Enkelkinder zu sehen, können auch schon Urenkelkinder sein, denn die sind in der Gratulantenschar hier mit genannt. Jetzt kommen wir wieder zu einer Juniorin. Betty qui passe pour être... Wohl eher auf Stefanie, ne? Da haben wir einen. Ja, also was bislang auf dem Tisch liegt, reicht nach unserer Auffassung nicht, um die Domäne Dahlem wirklich inhaltlich zu erhalten. Das ist dann ein sehr verkrüppeltes Konzept, denn man braucht ein zusammenhängendes Feld direkt am Gutshof. Und was jetzt angeboten ist, ist eigentlich ein Patchwork. So hier ein Stückchen und da ein Stückchen, ein kostbarer Teppich, den man zerschnitten hat eigentlich. Nun gibt es in Berlin ja eine neuere Situation. Die Grenzen sind durchlässiger geworden. Spielt das auch in der Diskussion oder in der zukünftigen Diskussion zu diesem Thema für Sie eine Rolle? Ja, manche haben gesagt, in so einer Situation können ja die Leute wieder ins Umland fahren. Deshalb brauchen sie sozusagen den Bauernhof in der Großstadt nicht. Das verkennt aber das Konzept. Wir wollen gerade in der modernen Landwirtschaft, und die rund um uns ja auch ist, die unanschaulich ist, die Geschichte der Landwirtschaft deutlich machen, den Menschen zeigen, wie es früher war, und zwar nicht nur die Felder, sondern auch wie die Produkte verarbeitet werden. Dieses alles zusammen, dieser außerschulische Lernort, wie man das nennt, der soll erhalten bleiben und der wird auch in Zukunft notwendig sein, gerade in der mechanisierten Landwirtschaft rund um uns. Aber die Frage, dass es ein Sportzentrum geben sollte und geben muss in Berlin, das leugnen Sie nicht, dass das eine Notwendigkeit ist? Das haben wir nie geleugnet, obwohl das natürlich nicht unsere Aufgabe als Verein ist, dafür zu sorgen, dass es ein solches gibt. Nur muss man sich überlegen, eben, wo es hinkommt und was es kaputt macht. Und wir sind der Meinung, es gibt andere Standorte, wo der Sport sein kann. Die Domäne kann eben nur in Dahlem sein. Also die Lösungsvorschläge, die es bisher gibt, haben Sie eben abgelehnt. Gibt es denn einen Vorschlag, den Sie Ihrerseits machen könnten, wo so ein Sportzentrum hin könnte, beziehungsweise wo die Domäne hin könnte, wenn das Sportzentrum auf Ihren Platz kommt? Ja, die Domäne kann nirgendwo anders hin. Die ist festgelegt durch den historischen Standort. Wo Sport hin kann, das ist natürlich eine sehr viel schwierigere Frage. Wir haben ins Gespräch gebracht und sind eigentlich immer noch der Meinung, dass das Gelände des Olympiastadions im Grunde genommen für eine solche Sportaktivität in Zukunft durchaus geeignet wäre. Man hört, dass der Senat auch in Verhandlungen steht, zum Beispiel mit den Amerikanern, die ja auch große Gebiete dort in Dahlem besitzen. Könnten Sie sich einen Gebietsaustausch vorstellen als Alternative?
Ja, da müsste man erstmal konkrete Vorschläge auf dem Tisch haben. Die Amerikaner haben dort ihren Sendemast. Und in dem Bereich des Sendemasts wollen sie wohl kein Gelände abgeben. Das wird sehr schwierig. Für uns ist das Entscheidende, dass im Anschluss an den Gutshof auch Felder da sind, auf denen man noch produktive Landwirtschaft betreiben kann. Ein Zusammenhang. Nicht irgendwo hier ein Stückchen Garten und da ein Stückchen Garten. Das ist kein Feld, das ist kein Gutshof, das ist kein Landgut der Berliner. Wie viele Mitglieder hat Ihr Verein inzwischen? Die ständige Diskussion, hat sie dazu geführt, dass sich mehr und mehr Leute Ihnen anschließen? Also wir haben etwas über 1000 Mitglieder. Durch diese lange Umbauperiode, die wir hatten mit dem Herrenhaus, konnten wir den Mitgliederbestand nicht ganz so pflegen. Aber wir haben gesehen, also bei den Unterschriftenaktionen, wir haben über 30.000 Unterschriften schon gesammelt, dass also eine hohe Zustimmung zum Verein und zum Projekt da ist. Herr Dr. Quilisch, wir werden diese Angelegenheit natürlich weiter verfolgen. Danken Ihnen im Augenblick für Ihren Besuch bei uns im Studio. Danke schön. Und das sind natürlich alles Probleme, die uns durchaus schmerzlich oder freudig bewegen, je nach Standpunkt. Aber ich finde, hin und wieder sollte man durchaus ein bisschen Distanz dazu bekommen. Guten Morgen, Herr Rothzimmer. Guten Morgen. Wie groß ist eigentlich eine Galaxie? Eine Galaxie ist ungefähr 100.000 Lichtjahre groß. Wenn ich das versuchen würde, in Kilometern umzurechnen, würde eine sehr unanschauliche Zahl herauskommen. Galaxien, Welteninseln. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, eine der nächsten großen Welteninseln des Andromeda-Nebels. Vielleicht können wir uns das mal angucken. Da haben wir etwa ein Beispiel. So würde unsere eigene kosmische Heimat aus großer Distanz betrachtet aussehen. 200 Milliarden Sterne sind in dieser Welteninsel vereinigt. Und bis vor wenigen Jahren dachte man eigentlich, dass Galaxien sozusagen die größten Organisationsstrukturen im Kosmos sind. Und jetzt gab es eine Veröffentlichung in der Zeitschrift Science. Ja. 2 amerikanische Astrophysiker haben herausgefunden, dass es eine richtige Blase von Galaxien geben soll, die sich über den nördlichen Himmel der nördlichen Erdhalbkugel zieht, von Horizont zu Horizont. Was soll man davon halten? Man hat ja zunächst einmal gesagt, die Milchstraßensysteme sind einigermaßen gleichmäßig im Kosmos verteilt, wie hier zum Beispiel die Moleküle der Luft in diesem Raum. Und man weiß zwar, dass es so im gewissen Sinne auch Klumpen gibt, dass mehrere Galaxien beieinander stehen, aber über die ganze kosmische Weite gemittelt verhalten sie sich tatsächlich wie die Moleküle in einem Gas. Sie sind einigermaßen gleichförmig verteilt. Die beiden Astronomen, die Sie ansprachen, Frau Geller und Herr Hackra, sind seit Jahren damit beschäftigt, so eine dreidimensionale Karte des Universums aufzunehmen. Sie fotografierten den Himmel über viele Jahre und stellten einmal fest, dass das mit dieser völlig gleichförmigen Verteilung der Milchstraßensysteme durchaus nicht so ist, sondern dass sie sich in Form von Blasen anordnen, dass es also eine große Ballung jeweils von Galaxien gibt mit einem großen Hohlraum innen drin. Das war der eine Aspekt, der uns schon ein wenig gewundert hat. Man hätte die klassischen Theorien entsprechend ändern, modifizieren können, aber die neueste Erkenntnis, die ebenso schlagzeilenträchtig war, ist einfach die Überlegung, dass es eine Riesenblase aus mindestens 2000 solcher Milchstraßensysteme gibt, die innen einen großen materielosen Hohlraum aufweist. Um Ihnen mal die Tragweite klarzumachen, bleiben wir bei dem Beispiel der Luft und der Moleküle der Luft, die ich hier angesprochen habe. Können Sie sich vorstellen, dass hier plötzlich in einer Ecke des Studios ein großer, dicker Klumpen Luft steht? Das ist gegen jede Vernunft, gegen jedes Naturgesetz, und in etwa so ist die Tragweite der Beobachtung von Hackra und Geller einzuschätzen. Man muss mich jetzt einfach einmal überlegen, ob die klassischen Theorien, die die Struktur des Universums im Großen beschreiben, noch richtig sind. Hat man denn jetzt schon Überlegungen angestellt, ob es vielleicht ganz anders zu unserem Universum gekommen ist, ob vielleicht ganz neue Theorien notwendig sind, um zu erklären, wie das entstanden ist? 2000 Galaxien in einer Blase. Ja, in einem Bündel, und das dürfte möglicherweise nicht die einzige sein. Wahrscheinlich ist die Struktur noch sehr viel gröber, und jetzt beginnen erst einmal die Theoretiker ans Werk zu gehen, und wir stellen ihm immer wieder fest, wenn wir sozusagen den Lack an den gängigen Theorien ein wenig ankratzen, kommt eine ungeheure Vielfalt zum Vorschein, und genauso ist es das heile Bild der Astronomie. Die simplen Modelle, die wir haben, erweisen sich eben bei genauerer Inspektion als doch nicht so simpel. Die Natur ist sehr viel komplizierter, als wir uns das bisher vorgestellt haben. Nicht nur ein Zug, den Sie in der Astronomie antreffen, sondern ziemlich überall. Was braucht man eigentlich für Gerätschaften, um
diese Super-Galaxienblase sehen zu können? Und dazu hat man sich modernster Teleskope bedient, und zwar Teleskope, die sozusagen aus 6 einzelnen Fernrohren bestehen. Und da wir ja im Augenblick dabei sind, auch ein großes Weltraumteleskop in die Umlaufbahn zu bringen, das wird im März nächsten Jahres geschehen, von dem man annehmen kann, dass es sozusagen bis an den Anfang von Raum und Zeit zurückblicken kann, hofft man mit diesem Weltraumteleskop im März nächsten Jahres oder sagen wir mal in einem Jahr von heute angerechnet sehr viel mehr über diese seltsamen kosmischen Blasen, über die Anhäufung von Galaxien zu finden. Also kann man sagen, die Vorstellungen der Astronomen über den Urknall, über die Entstehung des Universums sind damit erstmal ins Wanken geraten. Ins Wanken würde ich in jedem Fall unterstreichen. Ich danke Ihnen, Herr Zimmer, zur Galaxienblase im Universum. Gruppen betrifft und dass es auch Menschen gibt, angenommen es gibt auch eine hohe Dunkelziffer, die halt eben nicht gehen, wenn man zum Arzt geht, kann man dieses Problem heilen? Zumindest kann man das Problem aufklären, man kann das Problem bessern. Borussia Dortmund. Und dann wurde er sehr böse und wir haben sie dann natürlich auch rausgenommen und hatten aber, ja, wir hatten aber Gott sei Dank noch 2 andere Weibchen und wir haben dann das nachvollzogen, ähnlich wie in der Natur auch, dass er sich selbst ein Weibchen aussuchen konnte. Denn die Cora hat er ja vorgesetzt bekommen und die wollte er irgendwie nicht mehr. Und er hat sich dann unter 3 Frauen dann eine ausgesucht, und zwar die Candy, Mutter dieses Kleinen hier. Und das war Liebe auf den ersten Blick, also die haben sich gesehen, er hat sie gleich in die Nisthöhle gescheucht und sie hat also 2 Wochen später ein Ei gelegt. Ja. Und das war also eine große Liebe und da schlüpfte er also dann auch gleich etwas später, also beim 2. Ei. Das erste Ei war unbefruchtet, dann legte die Candy ein 2. Ei und das war befruchtet. Und das war in sehr kurzer Zeit. Kann man denn feststellen, ob ein Sie oder er? Nein, also dafür ist dieses Junge noch nicht alt genug, ungefähr mit einem Jahr. Wenn die Augeniris ausgefärbt ist, kann man das an den Augen sehen. Aha. Weil das sieht man bei Cookie, der hat richtig dunkle Knopfaugen. Das haben die Männchen und die Weibchen haben eine rot-braune Iris. Ah, ja. Aber wir vermuten, dass dieses ein Weibchen ist. Sie hat einen sehr schmalen Kopf und einen schmalen Schnabel. Also wir vermuten, dass es ein Weibchen wird. Eins sollte man auf jeden Fall noch sagen, Frau Schulze. Die Weihnachtszeit steht bevor und wir haben vorhin schon gehört, es werden zu Weihnachten viele Tiere verschenkt. Wir haben es nicht gehört, wir wissen es. Und die teilweise sogar mit Postpaketen. Und ich kann mir vorstellen, nicht zuletzt aufgrund der heutigen Sendung wird so manch ein Zuschauer Gefallen an einem Papageien finden. Aber so leicht einen Papagei zu halten, ist das sicher nicht. Man muss sich schon da einige Zeit und Mühe nehmen. Also diese Kakadus sowieso nicht. Die sind nicht geeignet für die Wohnungshaltung. Und vielleicht hat man das auch schon gehört, die sind sehr, sehr laut. Also das ist an der Schmerzgrenze. Cookie, komm mal her. Und da bekommt man bestimmt Ärger mit den Nachbarn, weil die auch nachtaktiv sind. Ja. Also man sollte wirklich lieber anfangen mit einem Zwergpapagei, was ja jeder Wellensittich ist, oder ein Nymphensittich, der ja auch zur Gruppe der Kakadus gehört. Und sollte wirklich also sich das ganz genau überlegen, ob man diese lebenslange Verantwortung für einen Großpapagei eingehen kann und ihm auch ein artgerechtes Leben ermöglichen kann. Ja, denn also irgendwann möchte er auch einen Partner haben und dann muss man einen zweiten dazu nehmen. Vorsicht auch hier beim Schenken. Ja, also Tieren, bei Großpapageien ganz bestimmt. Die sind auch sehr vom Aussterben bedroht. Sage ich herzlichen Dank für den erneuten Besuch bei uns im Studio. Wir bedanken Karis, uns ebenfalls. Alles Liebe wünsche ich dir. Wir Willst du mal zu mir kommen? Nee, dann kommt Cookie wahrscheinlich gleich hinterher. Gibt es Ärger hier im Studio? Ja. Nee, wir bedanken uns, dass wir hier sein durften. Herzlichen Dank und alles Gute und viel Glück bei der Quartiersuche. Ich bedanke mich herzlich. Auf Wiedersehen. 8:28 Uhr, 2 Minuten noch Musik bis zu den Nachrichten, liebe Zuschauer. Ciao. Tschüss, Sarah. Sei Berlin. Beginn dieses Gaudis mit großem Rahmenprogramm ab 13 Uhr im Erika Hess Eisstadion in Wedding. So, das war's von mir vom Sport. Ich bin jetzt ein paar Wochen fort. Wir sehen uns wieder nächstes Jahr und zwar am 8. Januar. Ich wünsche Ihnen auch schon jetzt ein recht frohes Weihnachtsfest. Herrn Modrow und Herrn Krenz zum Wohl, damit sich's reimt, auch dem Herrn Kohl und einen guten Rutsch. Seid brav und fleißig. Die Nachrichten um 8:30 Uhr. Und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Danke gleichfalls. Liebe Zuschauer, Ihnen möchte ich sagen, was Sie noch hier im Programm erwartet. Hier bei RTL Plus. 8:41 Uhr Recht, Verträge schließen, aber richtig. 8:50 Uhr Küche, Fasan,
Elsässer Art. Schmeckt bestimmt ganz lecker. 8:55 Uhr machen wir Musik. Even Mac, I Feel the Love. Und jetzt ist der Kollege Michael K. schon da für Sie. Er kommt wieder mit den aktuellen... Ein kleines Harfenmädchen sang. Programm of und von Ausländern, die in der DDR arbeiten, gekauft werden. Jedes Mal muss beim Einkauf der Personalausweis vorgelegt werden. Die SED will Ex-Staats- und Parteichef Erich Honecker aus der Partei ausschließen und ein Verfahren gegen ihn einleiten. Nach Auskunft seiner Ärzte ist Honecker wegen seines Gesundheitszustandes nicht verhandlungsfähig. Sein Nachfolger Egon Krenz erklärte gestern in einem Fernsehinterview, dass Honecker seine Verantwortung für Fehler der Vergangenheit akzeptiere. Gestern Abend besuchten DDR-Journalisten die Ostberliner Prominentensiedlung Wandlitz. An den Türklingeln stehen keine Namen, in Wandlitz wusste aber jeder, wer in den Häusern lebte. Seit Beginn der Reformen in der DDR haben viele Prominente ihre Häuser verlassen. Die Journalisten konnten sich vom privaten Lebensstandard der Führungsschicht selbst ein Bild machen. Mahagonimöbel in den Wohnzimmern, westlicher Komfort in den Küchen. Die Mieten für diese Wohnungen lagen zwischen 300 und 600 Mark. Der ranghöchste Bewohner der Siedlung Wandlitz zog vor wenigen Tagen in ein schlichtes Haus nach Berlin-Pankow. Es ist Staats- und Parteichef Egon Krenz. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei wird heute in Prag auf einer Sondersitzung über die Krise in der Tschechoslowakei beraten. Gestern hatten erneut mehr als 300.000 Menschen im ganzen Land Reformen und den Rücktritt der Führung gefordert. In Prag hoffen die Demonstranten, den 1968 abgesetzten Parteichef Alexander Dubček zu sehen und zu hören. Doch er war nicht in Prag, sondern sprach vor mehreren tausend Menschen in Bratislava. Nach einer Umfrage sind Dubček und der Schriftsteller Havel Wunschkandidaten der Prager Bürger für das Amt des Regierungschefs. 96% der Befragten sprachen sich für ein Ende des kommunistischen Machtmonopols aus. Der blutige Bürgerkrieg in El Salvador geht weiter. Das Angebot der linksgerichteten Guerilla, über einen Waffenstillstand zu verhandeln, lehnte die rechtsextreme Regierung gestern ab. Auf einer Pressekonferenz forderte El Salvadors Präsident Alfredo Cristiani die Rebellen auf, ihre Waffen niederzulegen. Während der Präsident sprach, erschütterte plötzlich das Krachen eines Geschützes den Raum. Der Präsident ging in Deckung. Der Kampf der Regierungstruppen gegen die Rebellen wird begleitet durch Einschüchterungskampagnen des Militärs. Menschenrechtsorganisationen berichteten gestern, dass auch Ausländer von den Gewalttätigkeiten nicht verschont bleiben. Soweit die Nachrichten und nur noch ein kurzer Blick aufs Wetter mit Rita Werner. Guten Morgen, Witz, sagt eins. 8 Uhr und 33 Minuten. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Es folgt das Wetter in unserem Sendegebiet. Deutschland im Norden und im Westen ist es auch heute wieder wechselnd wolkig. Noch dazu kommen Niederschläge teils als Schnee, teils als Regen. Im Süden jedoch bleibt es vorwiegend trocken und auch sonnig. Die Temperaturen zwischen 0 und 6 Grad. Berlin bewölkt und Schneeregen bei Höchstwerten um 1 Grad. Die Wetterlage in Österreich ähnlich wie bei uns. Am Morgen vereinzelte Nebelfelder, dann allerdings soll es sonnig werden. Im Tagesverlauf ziehen von Norden und Osten Wolken auf. Nachfolgend müssen Sie auch mit Schneefall rechnen. Die Temperaturen hier zwischen -2 und +3 Grad. Zu guter Letzt die Wetterlage der Schweiz. Im Norden ist es überwiegend heiter. Erst gegen Nachmittag soll es zunehmend wolkig werden. Aber es bleibt auch hier niederschlagsfrei. Der Süden hält sich heute bedeckt und auch hier soll es heute teilweise schneien, teilweise auch regnen. Die Temperaturen zwischen 3 und 8 Grad. So, Wolf-Dieter, ich komme zu dir. Komm zu mir, damit wir unseren Zuschauern auch sagen können, dass es auch morgen eine Sendung gibt, die da heißt... Die Zusammenfassung, nicht? Guten Morgen mit Sat.1. Genau, klar. Von 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr, liebe Zuschauer. Natürlich die interessantesten Themen der Sendungen unserer Woche, die nun heute zu Ende geht für uns. Unter anderem ein langes, ausführliches Interview mit Egon Krenz, dem Staats- und SED-Parteichef der DDR. Dann stellen wir vor Modelleisenbahnen. Jürgen Teves von der Stiftung Warentest wird Ihnen sagen, welches die besten, die
funktionierendsten sind? Tüchtigsten. Also, Sie wissen schon, was ich meine. Ja, ja. Klar, wir verstehen dich alle. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Ja, auch. Und Ihnen auch, liebe Zuschauer. Auch. Bis morgen, also sage ich mal. Und der Christiane auch ein schönes Wochenende. Dank an das Team für die liebe Zusammenarbeit in dieser Woche. Also, alles Liebe. Tschüss und Servus. Ciao. Tschüss.